Als Gutachtende haben wir viel Verantwortung. Man entscheidet darüber, ob ein wissenschaftliches Projekt stattfindet oder nicht. Man entscheidet auch über Karrierewege. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer wieder auch mit dem Thema Vorurteil oder auch einfach nur Einstellungen, die man hat, zu beschäftigen. Voreingenommen gegenüber einem bestimmten Stereotyp zu sein, gegenüber dem Geschlecht, gegenüber der Herkunft. Das darf auf keinen Fall sein, weil dann bekommen wir eine Ungerechtigkeit rein. Und das ist eine große Herausforderung. Das ist ja auch manchmal unbequem und es erfordert ein Umdenken. Es erfordert wahrscheinlich auch eine Änderung der Kultur und das ist ja immer ein anstrengender Prozess. These portrait images were created using artificial intelligence. None of the pictures shows a real person. And yet they appear to us to be likable or competent in different ways. Our thinking is based on automated judgment processes and can potentially be shaped by prejudice, enabling us to make decisions very swiftly in our day-to-day lives. This can result in bias, something that can also find its way into the assessment of research projects and achievements. In order to make decisions that ensure equal opportunities and are based on scientific criteria, such bias must be avoided as far as possible. No person is to be prevented or excluded from pursuing an academic career because of non-scientific factors. The DFG takes the position that a diversity of perspectives and experiences can significantly enhance the quality of research. There are numerous studies on the effects of prejudice. Taking the example of a behavioral economics journal, Huber et al. Showed that the prominence of an author can influence how they are assessed in peer review. Reviewers assessed identical manuscripts differently depending on who the stated author was. Murray et al. Were able to show for the call for full submissions of articles in a life science journal that acceptance rates were higher the greater the degree of homogeneity between submitters and reviewers. Tarantine et al. Found for US letters of recommendation in the field of surgery that adjectives used to describe applicants reflected gender stereotypes. In their analysis of English language studies, Lippens et al. Found that people with disabilities, elderly individuals, and those with recognizable ethnic characteristics were significantly less likely to receive a positive response to their applications. Wenn man sich die Studien anschaut, ist es schon schockierend, wie im Peer-Review-Prozess, bei Paper-Begutachtungen, doch Bias eine große Rolle spielt und den man auch messen kann. Also ich muss unabhängig begutachten und das ist gar nicht so einfach. Auch wenn ich die Namen ausblende, mir sie vielleicht gar nicht anschaue. Wenn ich mich auskenne, lese ich oft in meiner Disziplin zwischen den Zeilen. Wer ist das? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Kommt sie aus Deutschland? Kommt sie von woanders? Das muss man einfach immer im Blick haben. Insofern glaube ich, ist ganz wichtig, dass die Gutachtenden sich Zeit nehmen, um auch wirklich zu reflektieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch zu schulen, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Gutachtenden auf sich selber achten, aber auch in der Begutachtungssituation mit anderen darauf achten, dass eben die Wissenschaft beurteilt wird. Also erstmal brauche ich ganz klare Richtlinien und die habe ich vorliegen. Und ich muss mich auch hinterfragen, mache ich das richtig? Gehe ich noch in Richtung der Richtlinien oder weiche ich davon ab? Was auch noch wichtig ist, ist, dass man sich wirklich fokussiert auf das, was in den Antragsdokumenten vorliegt. Die Begutachtung und Bewertung soll ausschließlich auf der Grundlage der Antragsdokumente gefällt werden. Zur exzellenten Wissenschaft gehört Diversity und Gleichstellung dazu. Sich des Themas Bias gewahr zu werden, ist ein Schritt, um auch dieses Ziel besser zu erreichen.